Der Winter in den tiefen Wäldern des Nordens ist nicht einfach nur eine Jahreszeit. Er ist eine lebendige, atmenende Macht, die alles unter sich begräbt. Johannes kannte diese Kälte. Seit Jahren suchte er in der Einsamkeit Zuflucht, weit weg vom Lärm der Zivilisation, nur begleitet vom Knirschen des Schnees unter seinen Stiefeln. Der Fluss war an diesem Morgen besonders wild. Das schwarze Wasser dampfte in der eisigen Luft und riss alles mit sich, was ihm zu nahe kam. Plötzlich blieb er stehen. Ein Laut, kaum hörbar über dem Tosen des Wassers, hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Es war kein Heulen des Windes. Es war ein Schrei nach Leben. Er lief zum Ufer und kniff die Augen zusammen. Dort, gefangen in der tödlichen Strömung, kämpfte ein grauer Schatten gegen das Ertrinken. Ein Wolf. Das Tier war stark, doch der Fluss war stärker. Immer wieder wurde der Kopf des Wolfes unter Wasser gedrückt, seine Bewegungen wurden langsamer, panischer. Johannes' Herz raste. Er wusste, dass jeder Schritt in dieses Wasser sein letzter sein könnte. Aber er konnte nicht einfach zusehen, wie ein so stolzes Geschöpf elendig zugrunde ging. Mit zitternden Händen brach er einen langen, toten Ast von einer umgestürzten Fichte ab. Er musste schnell handeln, die Zeit lief gegen sie beide. Der erste Kontakt mit dem Wasser raubte ihm den Atem. Die Kälte schnitt wie 1000 Messer in seine Beine, doch er biss die Zähne zusammen und watete tiefer hinein. Er streckte den Ast aus und rief dem Tier zu. Der Wolf, blind vor Angst, schnappte zuerst nach dem Holz, als wäre es ein Feind. »Nimm es«, schrie Johannes gegen den Lärm des Flusses an. Und für einen Moment schien der Wolf zu verstehen. Er hörte auf zu kämpfen und fixierte den Mann. Mit letzter Kraft verbiss sich das Raubtier in das Holz. Johannes spürte das enorme Gewicht am anderen Ende und stemmte sich mit aller Kraft gegen die Strömung. Zentimeter um Zentimeter zog er den Wolf heran. Seine Arme brannten, seine Beine waren taub, aber er ließ nicht los. Er dürfte nicht loslassen. Schließlich erreichten sie das Ufer. Der Wolf brach im Schnee zusammen, hustend und würgend, während Johannes schwer atmend neben ihm auf die Knie fiel. Lange lagen sie nur da. Mensch und Tier, verbunden durch den Kampf gegen den Tod. Die Kälte war vergessen, ersetzt durch das pulsierende Gefühl des Überlebens. Der Wolf erhob sich langsam. Er schüttelte das Eiswasser aus seinem Fell und sah Johannes direkt in die Augen. Kein Knurren, keine Aggression. Nur stille Dankbarkeit. In den Nächten darauf, allein in seiner Hütte, fragte sich Johannes oft, ob das alles wirklich geschehen war. Die Begegnung fühlte sich an wie ein Traum. Die Wochen vergingen. Der harte Griff des Winters lockerte sich und der Wald erwachte zu neuem Leben. Der Frühling brachte Farben und Wärme zurück. Eines Morgens, als Johannes durch das frische Grün streifte, spürte er, dass er beobachtet wurde. Nicht bedrohlich, sondern vertraut. Ein Knacken im Unterholz ließ ihn herumfahren. Keine 10 Meter entfernt brach ein massiver Bär aus dem Dickicht, hungrig und aggressiv. Johannes erstarrte. Er hatte keine Waffe, keinen Ausweg. Der Bär brüllte, ein grolender Donner, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Das war das Ende. Das Raubtier setzte zum Sprung an. Doch bevor es Johannes erreichen konnte, schoss ein grauer Blitz aus dem Schatten der Bäume. Der Wolf. Er rammte den Bären mit voller Wucht und verbiss sich in dessen Flanke. Ein wütendes Knurren erfüllte die Luft. Und er war nicht allein. Wie Geister tauchten weitere Wölfe auf, ein ganzes Rudel, das sich schützend vor den Menschen stellte. Überrascht von der Überzahl und der Wildheit des Angriffs, wich der Bär zurück. Mit einem letzten frustrierten Brüllen drehte er ab und verschwand im Wald. Stille kehrte ein. Der Leitwolf drehte sich langsam zu Johannes um. In seinen Augen lag dasselbe Erkennen wie damals am Fluss. Ein Leben für ein Leben. Der Kreis hatte sich geschlossen. Der Retter war nun der Gerettete. Als die Wölfe im Wald verschwanden, wusste Johannes, dass er nie wieder wirklich allein sein würde.